Mit dem Älterwerden verlieren wir Kraft. Und die meisten von uns nehmen das einfach so als normal hin. Wir werden nicht schwächer, nur weil wir älter werden, sondern weil wir mit zunehmendem Alter immer weniger für unsere Muskulatur tun. Und genau das entscheidet darüber, wie lange wir selbstständig bleiben. Studien zeigen, dass geringe Muskelkraft mit einem höheren Risiko für Behinderung und frühe Sterblichkeit verbunden ist. Und trotzdem konzentrieren sich viele Menschen gerade im Erwachsenenalter fast nur auf Spazierengehen oder Laufen. In diesem Video zeige ich dir, warum Krafttraining für Erwachsene unverzichtbar ist und wie du es mit einem einfachen Übungsprogramm zu Hause schaffen kannst, deine Kraft zu steigern. Wenn wir älter werden, verändert sich unser Körper ganz natürlich. Schon ab 30 beginnt die Muskelmasse langsam abzunehmen. Bei manchen Menschen etwas schneller, bei den anderen etwas langsamer. Noch entscheidender ist aber die Muskelkraft. Sie nimmt oft schneller ab als die Muskelmasse selbst. Das bedeutet, du verlierst nicht nur an Muskelvolumen, sondern die Muskeln, die du hast, können immer weniger Kraft erzeugen. Und genau das ist der Grund, warum mit zunehmendem Alter Aufstehen, Treppensteigen oder das Tragen schwerer Einkaufstaschen immer anstrengender wird. Du kannst noch so viel spazieren gehen, aber ohne gezieltes Krafttraining verlieren deine Muskeln weiterhin an Kraft und Qualität. Und hier kommt der entscheidende Punkt. Krafttraining ist die einzige bekannte Methode, die Muskelmasse, die Ansteuerung der Muskulatur und die Qualität der Muskel gleichzeitig und zuverlässig verbessert. Viele Experten sagen heute, wie schnell wir gehen und wie stark unsere Beine sind, sagt oft mehr über unser Alter als nur unser Geburtstag. Wer kräftiger ist, bleibt nicht nur länger selbstständig, sondern kann auch Krankheiten, Verletzungen und sogar Phasen von Inaktivität besser kompensieren. Krafttraining wirkt auf viele wichtige Prozesse im Körper. Es hilft den Muskel, Zucker besser aufzunehmen. Das senkt das Risiko für Diabetes. Oder falls du eine Diabetes hast, hilft es dabei, deine Zuckerwerte zu kontrollieren. Und schützt gleichzeitig für chronische Entzündungen, die unser Altern beschleunigen. Die Muskeln selbst senden sogar Signale, die unseren Körper gesunder halten. Einfach gesagt, mehr Kraft bedeutet, dass wir uns schneller erholen, weniger Funktion verlieren und insgesamt besser durchs Leben kommen. Das Beste daran, du brauchst dafür nicht zu viel Zeit, kein teures Equipment und auch kein Fitnessstudio. Schon einfache Übungen zu Hause können deine Muskeln stärken und deine Lebensqualität deutlich verbessern. Und jetzt zeige ich dir ein Übungsprogramm, das du ganz einfach von zu Hause aus machen kannst. Übungen, die alle große Muskelgruppe direkt trainieren, dich stark halten und deine Gesundheit langfristig unterstützen. Wir beginnen nur die Übungen erstmal im Liegen und danach im Stehen. Das Wichtige bei diesen Übungen ist, dass sie mehrere Muskelgruppen gleichzeitig trainiert. Und dadurch erhöhst du die Effektivität vom Training. Die Wiederholungszahl ist auch abhängig von deinem Trainingszustand. Du kannst jede Übung etwas schwerer machen, indem du mehr Wiederholungen machst. Oder, falls es für dich zu Beginn schon zu schwer ist, dann mach einfach etwas weniger Wiederholungen. Oder gönn dir ein bisschen mehr Zeit zwischen einer Serie und die nächste. Und für die erste Übung werden wir jetzt die hinteren Oberschenkelmuskulatur, die Gesäß und auch den Rückenmuskel stärken. Dafür solltest du dich auf den Rücken hinlegen. Und falls du zu Hause noch zusätzlichen Gewicht hast, platziere es gerne auf deiner Hüfte drauf, auf dein Becken. Es könnten Hanteln sein, es könnten Gewichtsmanschetten sein, das, was du zu Hause hast.
Leg dich auf den Rücken, platziere deine Füße hüftbreit auseinander. Und wichtig ist als erstes, dass du den Druck hauptsächlich über die Ferse übst. Das sorgt dafür, dass du etwas mehr deinen Gesäßmuskel aktivierst. Das Gewicht hältst du fest an dein Becken und von dieser Position solltest du einfach das Becken und deinen Rücken vom Boden hochheben. Ganz bewusst spanne dabei deinen Gesäßmuskel an und achte darauf, dass deine Beine nicht so weit auseinander gehen, sondern schön hüftbreit auseinander bleiben. Und dann senkst du dein Becken langsam wieder ab. Kurz den Boden antatschen und dann sofort wieder hochkommen. Halte das Gewicht oben am Becken und langsam wieder senken. Ziel dieser Übung ist die Stärkung von der hinteren Oberschenkelmuskel, von deinem Gesäß und auch von deiner Rückenmuskulatur. Auch das Tempo spielt eine große Rolle. Versuch dich darauf zu konzentrieren, die Übungen langsam und sauber durchzuführen. Falls das zusätzliche Gewicht für dich schon zu schwer ist, dann kannst du gerne die Übung auch ohne jeglichen Widerstand durchführen. Hände bleiben auf dem Boden, das sorgt dafür, dass du noch zusätzlich den Rückenmuskel aktivieren kannst. Hände nach unten drücken, Druck über die Ferse und dann das Becken heben. Nicht durchstrecken, sondern in eine Linie von Knie, Becken und Hüfte und dann langsam wieder senken. Diese Position, dass dein Becken in einer Linie bleibt mit deinen Knien nach unten, das soll jeder auch erreichen können. Versuche dich darauf zu konzentrieren, dass du wirklich nicht nur hier unten bleibst, sondern noch einen Tick weit nach oben und langsam wieder senken. 2 Serien sollen es mindestens werden, deine Wiederholungszahl zwischen 12 und 15 und im besten Fall solltest du auch spüren, dass deine Muskulatur auch genug angeregt worden ist beziehungsweise eine Reizung, eine Trainingsreizung erzeugt hast. Nachdem wir die Rückseite trainiert haben, jetzt geht es darum, dass wir die vordere Seite auch gut trainieren und Kraft aufbauen. Von dem Bauchmuskel und auch Hüfte und Arme. Strecke deine Arme nach oben Richtung Decke, Handfläche zu Handfläche zeigen. Dann beugst du als nächstes beide Knie in 90 Grad. Ziel dabei ist, dass dein Becken nach hinten kippt und deine Wirbelsäule fast im Kontakt mit dem Boden ist. Aus dieser Position versuchst du nun, rechter Arm und linkes Bein zu strecken. Nach oben weg und wieder zurück. Und dann tauschst du rechtes Bein und linken Arm. Das Schwierigste bei dieser Übung ist die Bauchmuskulatur die ganze Zeit aktiv zu halten, damit dein Rücken nicht in Hohlkreuz geht. Diese Übung sorgt dafür, dass deine Bauchmuskulatur und dein tiefen Stabilisationsmuskel, dass die aktiviert werden. Ist auch eine super Übung, falls du Rückenschmerzen hast. 10 Wiederholungen sollen das werden für jede Seite und das Ganze im besten Fall für 2 Serien lang. Falls die Übung so mit alternierenden Arm und Bein für dich zu schwer ist, kannst du zu Beginn entweder nur einen Arm und dann das nächste machen, aber darauf achten, dass wenn der Arm hochkommt, dass du vom Bauch her aktiv bleibst, nicht in Hohlkreuz fällst. Und dann die andere Seite nach unten. Die Variante mit den Armen, die ist etwas leichter. Die zweite Variante wäre, du bleibst mit den Händen nach oben zeigend und versuchst dann ein Bein nach unten zu bringen und dann das andere. Behalte das 90-Grad-Winkel von der Hüfte her und vom Knie. Und je näher du die Beine ranziehst, desto leichter ist die Übung. Genau deshalb ist es so wichtig, dass du den 90-Grad-Winkel behältst. Ein Fuß runter, zu dir wieder ran, den anderen Fuß runter und zu dir wieder ran. Und das wäre die mittelste Variante, bis du dann letztendlich die volle Variante hinbekommst. Ein Arm und dann die andere Seite. 10 Wiederholungen pro Seite, also ja, jede Serie hat dann 20 Wiederholungen
und das Ganze im besten Fall für 2 Serien lang. Wenn man den ganzen Körper trainiert, dann ist es wichtig, dass man Übungen auswählt, die mehrere Muskelgruppen gleichzeitig trainieren. Und bei dieser Übung trainieren wir jetzt die Brustmuskulatur, den Armmuskel und auch die Bauchmuskulatur. Und das machen wir mit einer einfachen Liegestütze. Und auch bei der Liegestütze gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Eine leichtere Variante, um die Liegestütze zu schaffen, ist, dass du die Übung auf den Knien machst. Beug mal deine Beine nach oben, stützt deine Knie auf dem Boden ab. Deine Hände platzierst du nach vorne zeigend, unterhalb von deinem Schultergelenk. Und von dieser Position versuchst du jetzt, die Brustpartie zum Boden zu bringen und dann wieder strecken. Brustpartie zum Boden zu bringen und dann wieder strecken. Versuche darauf zu achten, dass du über deine Arme arbeitest und weniger mit dem Rücken in Hohlkreuz fällst, wenn du runterkommst. Schon in einer Linie bleiben und dann wieder hoch. Das wäre die mittlere Variante. Du kannst das Gleiche auch ebenfalls machen mit dem gestreckten Bein. Wenn du nicht ganz so viel Erfahrung hast mit Muskeltraining, dann ist es wichtig, dass du auch mit einfacher Übung bzw. mit leichteren Übungen beginnst, damit du auch progressiv deine Muskeln stärkst. Wenn du von vorne an eine Übung wählst, die dir viel zu schwer ist, dann ist das Verletzungsrisiko viel zu hoch und dann hast du auch keine Freude am Training. Deshalb wäre dann halt die nächste Variante, um deinen Brust- und Armmuskel gut zu trainieren, wäre, dass du die Liegestütze machst, kniend an einem Bett. Die allerleichteste Variante ist stehen vor einer Wand und diese hier ist etwas mehr herausfordernd. Also du kniest dich hin vor dein Bett, je tiefer das Bett, desto schwieriger wäre die Übung. Und jetzt versuchst du, dein Gewicht oder beziehungsweise dein Oberkörper gerade zu halten, indem du das Becken zu Beginn etwas hinten ist, nach vorne schiebst, Handfläche an die Bettkante, Knie sind gebeugt, du kannst deine Beine auch hinten etwas überkreuzen und aus dieser Position Brustpartie zum Bett hin und wieder strecken. Brustpartie zum Bett hin und wieder strecken. Wichtig ist, dass die Ellenbogen gebeugt werden und von der Beugung in die Streckung rein. 10 bis 12 Wiederholungen sollen das werden und im besten Fall 2 bis 3 Serien. Noch leichter, wie davor gesagt, ist, dass du die gleiche Übung im Stehen machst, einfach an der Wand. Die nächste Übung ist ebenfalls eine Übung, die viele Muskelgruppen gleichzeitig trainiert. Deswegen ist es auch eine Übung, die du täglich machen solltest. Auch wenn du etwas unsicher bist und untrainiert bist, probier diese Übung aus. Beginne langsam, aber ich bin mir sicher, dass du zumindest die Bewegung hinbekommen wirst. Und dann über die Zeit kannst du dann halt die Haltezeit immer mehr verlängern. Und es ist eine Plank. Dafür solltest du dich erstmal auf den Bauch hinlegen. Du legst dich auf den Bauch hin und mit dem Oberkörper etwas vom Boden hoch. Deine Ellenbogen sind erstmal gebeugt, unterhalb von deiner Schulter. Handfläche beide nach unten auf den Boden zeigend. Als nächstes probierst du, die Knie gebeugt zu lassen. Erstmal die leichteste Variante. Die Knie gebeugt zu lassen. Jetzt spannst du Bauch- und Rückenmuskulatur so an, dass du den Rumpf vom Boden hochhebst. Knie sind jetzt, Ellbogen sind gebeugt, die Knie sind noch auf dem Boden und das ist die leichteste Variante. Du könntest ebenfalls, wenn es für dich hier schon herausfordernd genug ist, in dieser Position einfach mal bleiben für 20 Sekunden. Das Ziel wäre aber, dass du eine volle Plank bekommst. Das heißt, du stützt deine Fußspitze jetzt noch zusätzlich auf den Boden ab, spannst deine Bauch- und Rückenmuskulatur an und hebst jetzt auch noch die Oberschenkel vom Boden hoch. Streck die Knie durch, spann deinen Bauchmuskel an, Ellenbogen unterhalb von der Schulter und dann bleibst du in dieser Position. 20 Sekunden sollen das mindestens werden. Versuche, atmen langsam tief ein und aus und bleibe in dieser Position. 20 Sekunden lang sollen das mindestens werden.
Das Ganze solltest du aber dann 5-mal wiederholen. Zwischen einer Serie und die nächste kannst du dir auch gerne 30 Sekunden Pause gönnen, bis du dann die nächste wieder durchführst. Die Plankübung ist eine super Übung, um sowohl deine Armmuskulatur, Oberschenkel und Bauch gleichzeitig zu trainieren. Dadurch, dass du viele Muskelgruppen gleichzeitig aktivierst, hast du auch einen größeren und schnelleren Trainingseffekt. Weiter geht's wieder mit einer Übung zum Training, nun von der Oberkörper- und auch Armmuskulatur. Dafür brauchst du jetzt so ein Gummiband. Das Gummiband solltest du dann um deine Füße drumherum einmal eine Linie durchziehen und dann machst du so ein 8 drumherum. Nur damit du sicher bist, dass es nicht wegrutscht. Versuche dabei, deine Knie durchgestreckt zu halten. Es sorgt für einen extra Dehnungseffekt von der hinteren Oberschenkelmuskel. Oberkörper soll aufrecht bleiben. Das Gummiband ziehst du nun die Hände nach vorne, schon mit ein bisschen Vordehnung beginnen. Oberkörper aufrecht und dann ziehst du die Ellenbogen nach hinten, so als ob du rudern würdest. Ganz bewusst Schulterblätter nach hinten ziehen, Oberkörper aufrecht lassen. Das hilft dir bei deiner Haltung. Und dann wieder zurück. Ranziehen und dann wieder zurück. Rudern hat einen super positiven Effekt auch auf die Brustpartie von deiner Wirbelsäule, was dir bei der aufrechten Haltung noch extra helfen wird. Ebenfalls hier, such dir ein Gummiband, die auch genug Widerstand leistet, oder du nimmst das Gummiband einfach mal doppelt. 2 bis 3 Serien sollen das werden, 12 bis 15 Wiederholungen. Falls es für dich noch nicht zu Beginn noch nicht geht, versuche bei jeder neuen Wiederholung die Knie etwas mehr zu strecken, damit du auch diesen Dehnungseffekt hast von der hinteren Oberschenkel. Vergesse nicht, wenn du den Arm nach hinten ziehst, ganz bewusst auch die Schulterblätter nach hinten zu ziehen und den Brustkorb zu eröffnen. Bleib kurz in der Position und beginn dann deine nächste Wiederholung. Und wenn du mehr lernen möchtest, wie du von zu Hause aus mit einfachen Übungen mehr Kraft, weniger Schmerz, mehr Selbstständigkeit bekommst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Und nun geht's weiter mit dem Training für deine Beinmuskulatur. Als erstes beginnen wir mit der Wade. Stell dich vor einem Tisch oder einen Stuhl hin, irgendwo, wo du dich festhalten kannst. Weil in diesem Training geht es nicht um den Gleichgewicht, sondern um die Kraft. Platziere deine Hände so, dass du dich sicher fühlen kannst. Oberkörper wird aufgestreckt und dann versuchst du als erstes einfach auf die Fußspitze zu kommen. So weit wie du kannst nach oben und langsam wieder senken. Mache erstmal 10 Wiederholungen mit beide Beine gleichzeitig. Führe sie langsam und kontrolliert durch. Und wenn du die 10 Wiederholungen geschafft hast, dann machst du eine kleine Herausforderung, indem du ein Bein hochhebst und dann noch zusätzlich 10 Wiederholungen machst für eine Seite. Langsam und kontrolliert. Oben ein paar Sekunden bleiben. Und wenn du auch da die 10 Wiederholungen fertig hast, geht es gleich weiter und dann machst du noch weiter 10 mit der anderen Seite. Dass du insgesamt 20 Wiederholungen hast pro Seite, davon 10 einbeinig und 10 mit den beiden Beinen. Das Ganze wiederholst du dann für 2 bis 3 Serien durch. Die nächste Übung, die ich immer wieder zeige, weil es so extrem wichtig ist eine saubere Kniebeuge. Die sorgt dafür, dass du eine gute Muskelkraft für Oberschenkel, vordere, hintere und Gesäßmuskel. Für eine saubere Kniebeuge in dem Fall wollen wir eher den Fokus haben auf den hinteren Partie. Das heißt, du stellst dich hüftbreit auseinander, deine Füße bleiben nach vorne zeigend und du versuchst mit dem Oberkörper gerade zu bleiben und dann bewegst du dein Gesäß nach hinten, bis du in die Kniebeuge reinkommst, um dann sie wieder zu strecken. Was sehr häufig in der Praxis passiert, ist, dass die Patienten nicht mit dem Rumpf nach vorne bleiben, sondern sofort den Rumpf nach vorne bewegen.
Dadurch wird jede Kniebeuge viel einfacher. Aber Ziel wäre, dass du probierst, deine Beine hüftbreit auseinander, Oberkörper nach vorne zeigend und dann das Gesäß nach hinten bewegen. So als ob du dich auf dem Stuhl hinsetzen würdest und dann wieder hoch. Und der zweite Fehler, was ich sehr häufig sehe, ist, dass die Patienten die Knie viel zu weit nach vorne schieben. Dadurch verändert sich der Hebel für die Oberschenkelmuskulatur und du verlierst auch an Effektivität. Deshalb kannst du auch gerne einen Stuhl oder die Übung vor eine Bettkante machen. Platziere deine Füße so, dass sie die Fußspitze direkt vor die Bettkante oder die Lehne von dem Stuhl ist. Und wenn du jetzt in die Kniebeuge gehst, sollten deine Knie nicht an den Stuhl rankommen, sondern immer da hinten bleiben, Oberkörper gerade nach vorne und dann wieder hoch. Da hinten bleiben, Oberkörper nach vorne und dann wieder hoch. Geh so tief wie du kannst und mache mindestens 10 Wiederholungen. Ziel wäre, dass du dann 12 bis 15 Wiederholungen durchführst. Und wenn auch die viel zu leicht sind, dann nimm einfach noch ein paar extra Gewichte in die Hände und das macht die Übung etwas anstrengender. Gleich weiter mit der nächsten Übung für die Beinmuskulatur, aber auch für deine Balance, für dein Gleichgewicht. Und das ist ein Ausfallschritt. Deine Beine bleiben hüftbreit auseinander und dann gibst du einen großen, langen Schritt nach vorne. Das hintere Bein bewegst du jetzt in Richtung Boden hin. Wieder strecken und dann wieder zurück. Großen Schritt nach vorne, hinteres Knie Richtung Boden und dann strecken, wieder zurück. Diese Übung hilft gleichzeitig die Koordination, auch das Balance, dass man hier nicht wackelt und wieder hochkommt und auch die Stärkung von Oberschenkel und Gesäßmuskulatur. 12 Wiederholungen auf eine Seite, wieder zurück und das gleiche auf die andere Seite. Das hintere Bein arbeitet, Knie Richtung Boden führen und dann wieder zurück. Großen Schritt nach vorne, Ferse wird hochgehoben, Knie Richtung Boden bringen und dann wieder zurück. Zu Beginn kannst du die Übung auch etwas leichter machen. Geh nicht ganz so tief runter, komm dann wieder zurück. Es reicht auch. Und je besser du trainiert wirst, großen Schritt nach vorne, Ferse hebt hoch, Knie Richtung Boden bewegen und dann wieder hoch. Beine zusammenführen. Großen Ausfallschritt nach vorne, Knie Richtung Boden, heben und dann wieder zurück. Ebenfalls hier 10 bis 12 Wiederholungen und das Ganze wäre eine Serie, wenn du beide Beine trainiert hast. Dazu kommen nun noch 2 Übungen für deine Armmuskulatur. Du kannst die beide Übungen sowohl mit Gewichte, mit freier Hantel machen, als auch mit so einem Gummiband, je nachdem, was du zu Hause hast. Und falls du nicht zu Hause hast, nimm dir einfach 2 große PET-Flaschen, die voll gefüllt sind. Falls du ein Gummiband hast, mach das doppelt oder einfach, je nachdem, wie schwer dein Gummiband ist. Tritt mit beiden Füßen hüftbreit auseinander. Du sollst die Übung schon beginnen mit etwas Widerstand, mit ein paar Dehnung sozusagen, eine Vordehnung für das Gummiband. Ellenbogen bleiben fest am Bauch, deine Hände zeigen nach vorne, deine Finger zeigen nach vorne. Die Ellenbogen kleben jetzt am Bauch, die bewegen sich nicht und aus dieser Position beugst du die Ellenbogen nach oben und lässt sie langsam wieder runter. Ellenbogen beugen nach oben und langsam wieder runter. Achte darauf, dass dein Oberkörper auch die ganze Zeit gerade bleibt. Bei vielen Patienten sehe ich, dass sie einfach den Rumpf nach hinten schieben und versuchen, da irgendwo mehr Kraft herzuholen. Versuchen wir einfach sauber zu arbeiten, Ellenbogen fest am Bauch lassen, langsam beugen und bremsen, wie die Bewegung wieder zurücklässt. Beugen zu dir nach oben, Hände bleiben nach vorne zeigen und langsam bremsen wieder zurück. 12 bis 15 Wiederholungen, 2 bis 3 Serien davon.
Und für die letzte Übung mit einem Fuß nach vorne, kleinen Schritt nach vorne, du trittst mit dem Fuß Mitte auf dem Gummiband drauf. Du beginnst die Übungen mit den Ellenbogen gebeugt, Handfläche auch nach vorne zeigen und aus dieser Position versuchst du nun, die Hände über den Kopf zu führen und langsam wieder senken. Hände über den Kopf zu führen, Ellenbogen komplett durchstrecken und langsam wieder senken. Welches Bein nach vorne ist, spielt nicht unbedingt eine Rolle. Es geht hauptsächlich darum, dass du die Ellenbogen komplett durchstreckst und die Hände komplett über den Kopf bekommst. Und dann wieder senken. Vor allem, wenn du Schwierigkeiten hast, etwas auf den höheren Regal runterzuholen oder überhaupt über den Kopf zu arbeiten, kann diese Übungen dir sehr gut dabei helfen, deine Kraft wieder zurückzugewinnen. Heben und langsam wieder senken. Wenn du die Übung im Stehen machst, hast du gleichzeitig auch eine Aktivierung von deinem Rumpf- und Rückenmuskulatur. Auch bei Nackenbeschwerden ist es eine super Übung, um mehr Kraft zu kriegen. Alternativ dazu könntest du auch die gleiche Übung mit freier Hantel machen. In dem Fall kannst du dann halt die Beine hüftbreit auseinander lassen, Knie leicht gebeugt, Bauchmuskulatur anspannen, Ellenbogen nach außen bringen in 90 Grad und dann weit über den Kopf drücken und langsam wieder senken. Wie viel Gewicht du hier nimmst, ist auch abhängig davon, wie gut du trainiert bist. Achte darauf von der Seitenlage, dass du nicht übermäßig in Hohlkreuz fällst, sondern bewusst Bauchmuskulatur anspannen, über den Kopf das Gewicht heben und langsam wieder senken. Wenn du überhaupt gar keine Krafttraining machst, kann es sinnvoll sein, zu Beginn auch erstmal nur mit ein halbes Kilo zu beginnen oder 1 Kilo. Es geht ja nicht darum, dass du alles an einem Tag erreichst. Krafttraining zahlt sich aus über die Dauer. Bau deine Muskelkraft auf, damit du länger, gesunder, schmerzfreier und selbstständig leben kannst. In jedem Alter, in jedem, kannst du noch an Kraftzuwachs gewinnen, wenn du trainierst. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!